Warum beschatten wir sie nicht einfach für die nächsten 1-2 Tage? Das habe ich mir auch schon überlegt. Fragt sich nur wie. Ich kann nicht andauernd hinterher rennen. Ja, wir können uns ja abwechseln. Du liegst einfach immer nur so da. Und wir können nicht mehr zusammen lachen. Zusammen reden. Wofür brauchst du das Geld? Naja, es ist wegen Nils. Seine Hilfsaktion für Borneo geht den Bach runter, weil einer seiner Mitarbeiter 20.000 Mark aus der Kasse geklaut hat. Wessen Stimme? Die meines Entführers. Das muss El sein. Du meinst, da vorne läuft Elle? Die Stimme werde ich, solange ich lebe, nicht vergessen. Los, komm, hinterher. Ja, beeil dich. Wir müssen doch bezahlen zumindest. Ach, jetzt mach schon. Mensch, Charlie. Tut mir leid, es kam alles so überraschend für mich. Zeig mal. Aha. Sag mal, was sollte das denn eben? Was denn? Na, das mit Nils. Du weißt doch ganz genau, warum er ein paar Tage weg will. Er muss Geld für seine Hilfsaktion auftreiben. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du ihn mit aller Gewalt zwingst, hier zu bleiben. Ich zwinge ihn doch gar nicht. Also gut, du setzt ihn moralisch unter Druck. Aus gutem Grund. Na, den kenn ich. Du willst mit dieser Aktion doch sowieso eine Schlagzeile machen. Auch. Aber nicht nur. Ich plane eine kleine Überraschung. Ich möchte Nils die Einnahmen der Veranstaltung für seine Hilfsaktion zukommen lassen. Kapiert? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Darf ich denn kein Geheimnis haben? Doch. Du bist echt süß. Danke. Ich komme gleich nach, ja? Guten Abend, Dr. Klose. Guten Abend. Und? Wie geht's Nick heute? Den Umständen entsprechend gut. Also wie immer. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Kopf hoch, Nick schafft das schon. Sehen Sie den jungen Mann hier? Hatte einen schweren Verkehrsunfall, lag fast 5 Monate hier. Tja, heute entlassen wir ihn. Hallo. Hallo. Na Ingo, jetzt sind Sie bestimmt froh, wieder nach Hause zu kommen, oder? Klar. Ich wollte Ihnen übrigens auch noch mal danken. Ja, wenn Sie nicht gewesen wären, würde ich wahrscheinlich immer noch im Koma liegen. Ist schon okay. Außerdem haben Sie einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Sie jetzt wieder gesund werden. Trotzdem, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Verstehe. Ja, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Na und? Der Typ hat dich gelingt. Name, Adresse, alles falsch. Warum hast du dir nicht wenigstens das Kennzeichen des Wagens gemerkt? Daran habe ich in der Aufregung doch nicht gedacht. Außerdem, warum hast du dir die Nummer nicht notiert? Weil der Wagen schon zu weit weg war. Ah, das Kennzeichen war bestimmt sowieso falsch. Na, vermutlich. Ich frage mich nur, warum dieser Typ immer noch in der Stadt ist. Ja, vielleicht glaubt er, dass er noch mehr Geld aus Tanja rauslocken kann. Und genau da setzen wir an. Sobald sich dieser El wieder bei Tanja meldet... Informiert uns Tim und Schnapp sitzen El und Tanja in der Falle. Schnapp gefällt mir gut. Sogar sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob wir uns auf Tim nur verlassen sollten. Warum? Er arbeitet doch für uns. Ja, aber was, wenn der Kidnapper in Tims Abwesenheit anruft? Dann haben wir allerdings ein Problem. Und deshalb sollten wir diesmal anders vorgehen. Bloß wie? Jemand müsste Tanja aus der Reserve locken. Und dieser jemand müsste in der Lage sein, Tanja Angst einzujagen. Dein Blick gefällt mir nicht. Und dieser jemand müsste intelligent sein.
gewieft. Du führst doch was im Schilde. Und ich müsste mich auf sie verlassen können. Du weißt, was du da von mir verlangst? Es ist schön, dass du dir so eine Mühe gibst, aber ob das was nutzt? Probieren sollten wir es doch wenigstens. Millie, das Zeug stinkt wie die Pest. Das ist das starke Aroma. Darauf kommt es an. Ja, wenn es was bringen würde, dann hätten die Ärzte doch schon längst so ein Duftdings da aufgestellt. Ärzte wissen auch nicht alles. Aber du. Hast du eine bessere Idee? Streitet euch nicht. Millie tut wenigstens was, im Gegensatz zu den Ärzten hier. Ich kann gut verstehen, was Sie gerade durchmachen, aber Sie müssen Geduld haben. Geduld. Wir haben schon viel zu lange Geduld. Machen Sie doch endlich meinen Jungen wieder gesund. Aus ärztlicher Sicht ist alles für Ihren Sohn getan worden. Ich habe gehofft, der Duft würde bei ihm vielleicht was bewirken. Im Moment müssen wir damit zufrieden sein, dass sein Zustand stabil ist. Wir sollen uns also weiterhin damit abgeben, dass sein Zustand schlecht ist. Wieso machen Sie ihn nicht gesund? Bei dem Jungen auf dem Flur konnten Sie es doch auch. Junge, ich kann das einfach nicht ertragen, wenn er so leblos da liegt. Vielleicht wacht er ja bald wieder auf. Nick wacht niemals wieder auf. Machen wir uns doch nichts vor, das ist alles sinnlos. Es ist ebenso wenig bewiesen wie das Gegenteil. Jedenfalls schaden kann es Ihrem Sohn nichts. Ja, bitte, ein bisschen Tempo, ja? Und die beiden, die kommen da oben in die Amphoren rein. Ja? Das klar? Okay. Sag mal, was hältst du denn hiervon? Wir könnten noch eine kleine Weihnachtsecke aufmachen. Ja, und wir verkleiden uns dann als Engel und singen: Ihr Gäste, oh spendet zuhauf. Also anstatt zu singen, soll ihr lieber sehen, dass ihr fertig werdet, ja? Was ist denn mit ihm los? Keine Ahnung. Ist aber auch zu blöd, dass wir ihm nichts erzählen dürfen. Warum eigentlich? Ach, Mama hat Angst, dass er ihre Hilfe dann nicht annehmen würde. Oder irgendwie sowas. Nils Petersen. Wenn wir nur eine ganz kleine Andeutung machen? Was? Ach, das ist doch nicht möglich. Ja, verstehe. Ja, okay, danke. Gibt's Probleme? Wie man's nimmt. Das Schiff in Borneo läuft früher aus. Wenn das Geld nicht spätestens morgen früh unterwegs ist, dann war alles umsonst. Gibt's denn keine andere Möglichkeit, den Kapitän zu bezahlen? Es gibt immer einen Ausweg, aber man muss dafür intensiv danach suchen. Und ich sitze hier fest und habe für nichts Zeit. Also wenn du mich fragst, solange Nick in dem Krankenhaus liegt, hat er keine Chance. Du bist jetzt so ungerecht. Dr. Klose kümmert sich rührend. Das reicht aber nicht! Entschuldige, Mutter, ich wollte dich nicht anschreien. Schon gut. Wir sind alle gereizt. Fährst du heute zu Nick? Wozu denn? Aromalampen anzünden? Ich gehe schon, ja? Guten Tag, mein Name ist Lemke, Bernhard Lemke. Hier Ja, meine Karte. Ja. Ich habe von dem bedauerlichen Unfall Ihres Enkels in der Zeitung gelesen. Ja, und? Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe mich auf diese Art Fälle spezialisiert. Dann sind Sie also Arzt. Nein, Mentalologe. Mental. Ich heile mental durch die Kraft meiner Gedanken. Wer ist denn da, Mutter? Also ich glaube nicht, dass wir Ihre Dienste in Anspruch nehmen werden. Aber hören Sie mir doch erst einmal. Morgen, Tanja. Waren wir verabredet? Nein, aber ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, dass ich heute Morgen Besuch hatte. Ehrlich gesagt, nein. Männlichen Besuch, um genau zu sein. Charlie, du kannst es nicht lassen, hm? Und das in deinem Alter. Beneidenswert. Lecker. Ob du sowas im Kittchen auch serviert bekommst? Wie gesagt, du kannst es nicht lassen. Aber diesmal habe ich Beweise. Und ich habe genug von deinen Anschuldigungen. Erinnerst du dich noch an die 10 Millionen, die ich als Belohnung ausgesetzt habe? Ja, sehr gut sogar.
Und jetzt bitteschön. Elle möchte diese Summe kassieren. Elle, sagt dir doch was, nein? LMQ. Du hast wohl ein bisschen viel James-Bond-Filme gesehen. Ich habe mir diese Abkürzung nicht ausgedacht. Dieser Schwachsinn würde aber zu dir und deiner Geschichte passen. Dieser Schwachsinn, wie du es nennst, wird dich ins Gefängnis bringen. Das glaube ich nicht. Und jetzt verschwinde, ja? Dankeschön. Danke. Läuft doch alles wunderbar? Wunderbar. Wenn das so weitergeht, dann kriegen wir das Geld für Nils Spiel zusammen. Wo steckt er überhaupt? Also ich finde, das könnte ja mal so langsam losgehen, oder? Ja. Ja, dann kann ich ja meine Koffer packen. Wieso? Na, du hast doch gerade Ja gesagt. Ja, ich meine, wozu? Zu unserem Wochenendtrip nach London. Ja, das kommt davon, wenn man nicht hinhört und trotzdem Ja sagt. Aber keine Angst, ich habe nur Spaß gemacht. Ah. So. Ich liebe Männer, wenn sie wütend sind. Trotzdem sollten wir jetzt anfangen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Würden Sie mir bitte in die Halle folgen? Trifft sich, dass du mit mir sprechen willst? Ich habe auch mit dir zu reden. Sag mal, auf wie viele Hochzeiten tanzt du eigentlich? Was meinst du? Ich habe nicht gerne mit Leuten zu tun, die doppelt abkassieren wollen. Verstehe nicht, was du willst. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dir die ausgesetzte Belohnung in unserem kleinen Entführungsfall unter den Nagel reißen willst. Was? Ich bin gekommen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ich habe gezahlt und damit Schluss. Ach, du hast wohl vergessen, dass ich jede Menge Beweise in der Hand habe. Für ein paar Jahre Knast reicht das allemal. Oh, du bluffst und das nicht mal gut. Alle Beweise sind längst vernichtet. Vielleicht irrst du dich ja. Oh, und warum gehst du dann nicht zur Polizei? Weil du genau weißt, dass sie dich für eine ganze Weile aus dem Verkehr ziehen. Und damit betrachte ich das Gespräch als beendet. Raus! Tanja, das wird dir noch mal leid tun. Danke, vielen Dank. Ich freue mich, dass Ihnen dieser kleine Ausschnitt aus meiner neuen Kollektion gefallen hat. Aber nun lassen Sie uns zum wichtigeren Teil des Nachmittags übergehen, zu unserer Versteigerung. Wir beginnen mit diesem Kleid. Mindestgebot 1000 Mark. 1700. 1700, meine Damen und Herren, wer bietet mehr? 2500. 2500. 2500 Mark ist für dieses wundervolle Kleid fast geschenkt, meine Damen und Herren. Wer bietet mehr? Meine Mutter, wer hätte das gedacht? Höre ich 2,6? Ja, wirklich nicht schlecht. Keiner bietet mehr als 2500. Nur 2500 Mark? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wer bietet 2,6? Ist mir unbegreiflich, wie man so viel Geld für so ein bisschen Stoff ausgeben kann. Nur zu. Na, wo bleibt das Angebot? Ja, ist doch für einen guten Zweck. 2,6. Verkauft an diesen Herrn dort hinten für 2600 Mark. Außerdem finde ich es eine Frechheit, dass du deine schlechte Laune an meiner Mutter auslässt. Entschuldigung. Ich werde nur sauer, weil durch Ihren Erfolg mein Problem nicht gelöst wird. Nein. Macht schon. Ach, auch das noch. Fliegst. Tag, Herr Prozeski.
Tag, Steffi. Gibt's was Neues? Alles unverändert. Nick liegt einfach nur da. Das ist es, was dieser Dr. Klose gestern Abend als stabilen Zustand bezeichnete. Naja, dem bleibt nun auch nichts anderes übrig, als die Angehörigen zu beruhigen. Das reicht mir aber nicht. Ich möchte, dass Nick endlich geholfen wird. Und zwar von einem Spezialisten. Also ich glaube nicht, dass die in einem anderen Krankenhaus mehr für ihn tun können. So kann es auch nicht weitergehen. Wenn ich ihm doch nur irgendwie helfen könnte. Oder ich. Aber leider sind wir nun mal keine Götter in Weiß. Götter? Vielleicht sollten wir ja beten. Oder auf ein Wunder hoffen. Entschuldigung. Hast du das Geld? 50.000 Mark. Wow. Dann lass uns Nils suchen. Ah, da ist er ja. Nils! Komm mal, schnell. Also ich an ihrer Stelle würde auf sie hören. Was gibt's? Ich glaube, meine Mutter möchte dir was sagen. Ich bin müde, würde mich gerne zurückziehen. Zuerst tun Sie mir einen Gefallen. Schauen Sie bitte in das Kuvert. Das gehört Ihnen. Was soll das? Also manchmal stehst du wirklich auf der Leitung. Das ist heute alles bei der Versteigerung zusammengekommen. Für die Hilfsaktion in Borneo. Ja, damit kannst du die Transportkosten bezahlen. Und von dem Rest kannst du sogar eine neue Lieferung losschicken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich danke. Danke. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse wegen meiner kleinen Komödie. Wie kann ich einer Frau wie Ihnen böse sein? Haha, Erzähl schon. der Typ ist gefahren wie ein Teufel und ich immer hinterher. Charlie, bitte komm zur Sache. Was meinst du, wem ich durch die halbe Stadt gefolgt bin? Charlie. Der Knabe war genau da, wo wir ihn vermutet haben, bei Tanja. Dann ist er ins Hotel gefahren. Oh, frag nicht wie. Ich frag nicht wie, weiter. Ich bin ihm also ins Hotel gefolgt. Weiter. Nun dräng mich nicht. Es hat zwar meinen ganzen Charme und eine Stange Geld gekostet, aber schließlich konnte der Portier gar nicht anders, als mir seine Zimmernummer zu sagen. Oh, Charlie, manchmal könnte ich dich küssen. Danke, das hat der Portier schon getan. Wenn ich Sie auch gebeten habe, uns zu helfen, Herr Lemke, so werden Sie doch verstehen, dass mein Vertrauen in Wunderheiler, Mentalologen. naja, also nicht sehr groß ist, nicht? Also, dass Sie vorsichtig sind, Frau Prozessi, das kann ich verstehen. In meinem Metier tummeln sich haufenweise Betrüger und Scharlatane. Nur, ich verspreche nichts. Ich versuche durch Taten zu überzeugen. Ja. Darf ich mich jetzt den Patienten zuwenden? Ja, bitte. Keine Sorge, ich tue ihm nicht weh. Was machen Sie denn da? Bitte, Frau Prozeski. Ich brauche absolute Ruhe. Um eine Diagnose stellen zu können, muss ich in das Unterbewusstsein Ihres Enkels vordringen. Und dazu muss ich mich konzentrieren. Hämatom in der linken Gehirnhälfte. Kreislaufschwäche am 1., 3. und 12. Tag. Erhöhter Blutdruck am 4. und 5. Tag. Zu Anfang gestörte Reflexe im rechten Bein. Inzwischen wieder Normalfunktion. Das ist ja... Woher wissen Sie das alles? Von Nick. Ja, sehr schön. Vielen Dank für Ihr großzügiges Gebot. Ich hoffe, das Kleid gefällt Ihrer Frau. Keine Ursache. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt und auf Wiedersehen, Herr Dr. Winkelmann. Auf Wiedersehen. Das war sehr nett bei Ihnen. Meine Freut Frau uns. wird sich freuen. Ja, Wiedersehen, gute Fahrt. Wiedersehen, tschüss. Tschüss, tschüss. Ich wusste ja gar nicht, dass er eine so schlanke Frau hat. Das hat er auch gar nicht.
Sag mal, hast du Nils gesehen? Nee, der ist wie vom Erdboden verschluckt. Wahrscheinlich muss er erstmal dein Geschenk verdauen. Oder er überlegt, ob er es annehmen kann. Ey, wäre schön blöd, wenn das nicht tät. Ja. Ach, hallo, da sind Sie ja endlich. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Entschuldigen Sie, aber ich war so überrascht. Ich musste mich erstmal in eine stille Ecke zurückziehen. Ja, und dann glaube ich, muss ich... also ich möchte mich zunächst mal bedanken. Bei dir natürlich auch, Kathi. Ich bitte Sie. Es hat mir große Freude gemacht. Ja, dann muss ich mich, glaube ich, wieder mal entschuldigen. Ich war wirklich so dumm anzunehmen. Sie wollten mir Steine in den Weg legen. Ich bin schon froh, dass Sie das Geld überhaupt annehmen. Wenn nicht, wäre ich doch schön blöd, oder? Ja, dann sind ja alle Missverständnisse ausgeräumt. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Leider funktioniert das nicht immer. Zum Glück konnte ich fast ungestört mental in Nicks Unterbewusstsein vordringen. Eine starke Persönlichkeit. Das heißt, Sie können meinen Enkel heilen. Ich will Ihnen nicht zu viel versprechen, Frau Prozeski. Ja. Um Nick aus dem Koma erwachen zu lassen, brauche ich Zeit. Wenigstens 5, 6 längere Sitzungen. Ach, Sie haben ja alle Zeit der Welt. Wir haben doch nichts zu verlieren. Am besten fangen Sie gleich an. Jetzt gleich. Ja, warum denn nicht, wo Sie doch schon einmal hier sind? Also schön. Den Energiefluss in Nicks Körper kann ich ja schon mal messen. Ich fürchte, sein Energiefluss ist gestört. Ist das schlimm? Um den Jungen wieder zurückzuholen, muss ich seine Energien ins Fließen bringen. Und dabei helfen Ihnen die Steine? Sie spüren die Risse in seinem Energiefeld auf. Ja, aber wie... Walter! Und weil Mama nicht wollte, dass du Nein sagst, hat sie das Ganze eben ein bisschen geheim gehalten. Obwohl du natürlich immer noch Nein sagen könntest. Ich werde mich hüten. Schließlich werden die Medikamente ja gebraucht. Jetzt hast du mich aber genug gelobt. Das wird ja langsam peinlich. Ich finde, man kann sie gar nicht genug loben. Ich muss jetzt rein, Bastiane noch ein bisschen beim Aufräumen helfen. Bis gleich. Gleich. Tja, ich kann mich eigentlich nur noch mal bei Ihnen bedanken. Sie wissen gar nicht, wie viele Menschen Sie damit schlicht und ergreifend das Leben retten. Das reicht so langsam. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingucken soll. Das Essen war wunderbar. Jetzt noch eine Massage und der Abend ist perfekt. Kein Problem. Sag mal, lag das schon hier, als wir gegangen sind? Wahrscheinlich ein Musikvideo. Eigentlich genau das, was ich jetzt brauche. Ich habe dir schon 100-mal gesagt, dass wir an deinem Geschäft nicht interessiert sind. Maul! Ich möchte... Schnauze! Ich möchte Ihnen noch mal ein Angebot machen.